Hallo, ich bin Julia und ich habe das Tourette-Syndrom. Nein. Hey. Ja, bist du behindert? Ey! Mit solchen Tics hat Julia seit einem halben Jahr zu kämpfen. Mitten in der Pandemie bekommt sie die Diagnose Tourette. Ich dachte so, habe ich das gerade gesagt? Warum kam das gerade so? Und ich dachte so, fuck. Um die Krankheit zu verarbeiten und um mit Vorurteilen über das Tourette-Syndrom aufzuräumen, macht Julia YouTube-Videos. Ja, muss ich wohl gleich nochmal holen. Für diesen Film tauche ich einen Tag lang in Julias Leben ein und merke schnell, dass für sie die Rückkehr in die Normalität eine ganz besondere Herausforderung ist. Ist das bei mir ziemlich oft so, dass ich was sage und manchmal die Leute nicht unterscheiden können, habe ich das gerade gesagt oder war das gerade mein Tourette? Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich die Diagnose Tourette bekommt? Genau das will ich herausfinden. Und dabei merke ich schnell, wie schwer es mir manchmal fällt, richtig mit ihrem Tourette umzugehen. Du willst jetzt Videos machen? Nein! Jetzt habe ich die Frage. Nee, kein Problem. Ehe Julia dem Dreh heute zugestimmt hat, habe ich natürlich ein paar Mal mit ihr telefoniert. Und ich muss sagen, dass es mir voll schwer gefallen ist, sie einzuschätzen. Einfach weil sie natürlich auch so Sachen wie fuck off in den Hörer gesagt hat. Und eigentlich weiß man ja, dass Tourette-Betroffene das nicht unbedingt ernst meinen, was sie so in ihren Tics sagen. Ist trotzdem nicht so ganz leicht, sich davon nicht beirren zu lassen. Ich besuche Julia morgens bei sich zu Hause in Dresden. Hallo! Schön, dich zu sehen. Sollen wir einfach so machen? Hi. Das ist Ilan. Hi. Komm einfach mal rein. Sie ist 22, studiert Sozialwissenschaften und lebt mit ihrem Freund zusammen. Heute werde ich einen Tag lang mit ihr verbringen, um zu verstehen, wie Julias Alltag aussieht. Eins vorweg, Tourette ist eine individuelle Krankheit und hat viele Gesichter. Und jeder Tourette-Erkrankte tickt anders. Für diesen Film soll es aber allein um Julias Tourette gehen. Vor dem Dreh haben wir beide zu Hause einen Corona-Test gemacht. Fürs Film habe ich überlegt, machen wir einfach 2 zusammen, dass das halt sozusagen noch mit drauf ist. Super. In ihrer Freizeit produziert Julia Videos für ihren YouTube-Kanal Utiklia. Für heute ist ein Video zum Thema Vorurteile gegenüber Tourette geplant. Ich darf ihr bei den Vorbereitungen helfen. Also ich würde sagen, bei mir ist der Fokus... Fuck off! Der Fokus der Videos ist bei mir einfach, die Krankheit zu normalisieren, dass das Tourette halt immer da ist, aber es steht halt nicht im Fokus. Und dass das halt eher weniger in die Comedy-Richtung geht, sondern halt mehr so, au! Nein. Ja, einfach mehr von meinem Leben und es ist halt einfach dabei. Ich mache nur so ein bisschen rein. Eigentlich beschäftigen Julia die gleichen Dinge wie viele andere in ihrem Alter auch. Sie filmt sich beim Backen, teilt ihre Meinung über ihre Lieblingsprodukte und zeigt ihren Zuschauern ihre Online-Shopping-Ausbeute. Und doch hebt sich Julias Kanal eindeutig von anderen ab. Au! Arschversohlen! Und seit Februar mache ich dazu YouTube-Videos, um die Krankheit halt ein bisschen besser zu verarbeiten und euch dabei auch ein bisschen mitzunehmen. Das war ja bei mir ziemlich plötzlich. Seit Oktober, würde ich sagen, hat es überhaupt erst richtig angefangen, dass es so die Krankheit ausgebrochen ist. Und die Diagnose habe ich dann im November letzten Jahres bekommen. Ja. Mitten in der Pandemie plötzlich die Diagnose. Für sie war das ein Megaschock. Denn Tourette ist eine unheilbare neuropsychiatrische Krankheit, die sich durch motorische Tics, also Bewegungen, und vokale Tics, also Laute, äußert. Nur wenn über ein Jahr lang mindestens ein vokaler Tic und mehrere motorische Tics auftreten, wird Tourette diagnostiziert. Es gibt nämlich viele verwandte Krankheiten, die von Außenstehenden oft fälschlicherweise als Tourette wahrgenommen werden. Bei Julia hat sich die Krankheit wie bei den meisten schon im Jugendalter angekündigt. Ja, also ich hatte manchmal so ein Zusammenzucken aus dem Nichts. Also es hat sich immer so ein bisschen kalt dabei angefühlt. Und deswegen dachte ich immer so, ja, das hat irgendwas mit Kälte zu tun. Ich zucke halt wegen Kälte zusammen. Aber das war dann auch im Hochsommer oder sonst wo immer. Und ja, ich habe mir dann auch so meine Gedanken gemacht, aber ich habe das halt versucht, am Anfang ein bisschen zu verdrängen, weil ich ja auch irgendwie Angst hatte, dass es wirklich was Schlimmeres ist. So wie Julia geht es den meisten Tourette-Erkrankten.
Denn eigentlich wacht niemand morgens mit Tourette auf, ohne dass sich die Krankheit nicht schon vor dem 18. Lebensjahr angekündigt hat. Aber wie Julia können viele Betroffene diese Vorzeichen häufig nicht richtig deuten. Sowas zum Beispiel, fällt das manchmal schwer zu schreiben? Also könnte es sein, dass man so abrutscht oder so durch Tourette? Ja, also manchmal habe ich so einen Tick und habe dabei einen Stift in der Hand und dann gibt es Kritzelkratzel. Aber wenn ich so konzentriert was aufschreibe, dann meistens eigentlich nicht. Das klappt dann meistens. Ja! So wie jetzt waren Julias Ticks am Anfang nicht. Kurz nach ihrer Diagnose wurden sie immer stärker. Sie bekommt auch komplexe Ticks, das heißt, sie wirft Gegenstände und spricht unfreiwillig Wörter und ganze Sätze aus, auch Beleidigungen. Um mit Vorurteilen direkt mal aufzuräumen. Beleidigungen geben nur rund 30% der Tourette-Betroffenen unfreiwillig von sich. Während wir hier so schneiden und basteln, versuche ich, einen guten Umgang mit Julias Tourette zu finden. Ich hatte mir eigentlich vorher vorgenommen, die Ticks zu ignorieren, aber das fällt mir hier nicht ganz leicht. Du willst jetzt Videos machen? Nein! Jetzt habe ich die Frage. Nee, kein Problem. Wir wollen das Video für Julias Kanal draußen aufnehmen. Auf dem Weg erzählt sie mir, dass sie ihren ersten Tick ausgerechnet in der Uni-Bib hatte. Zurzeit findet die Uni Corona-bedingt ja nur online statt. Aber während wir alle darauf warten, nachdem Corona vorbei ist, in unsere alten Leben zurückzukehren, wird das für Julia nicht möglich sein. Denn wenn sie endlich wieder in die Uni kann oder an eine Bar, wird ihr Tourette mit dabei sein. Bist du jemand, der gerne im Mittelpunkt steht? Also allgemein? Eigentlich gar nicht so. Also ich fand das auch in der Uni zum Beispiel mal schlimm, Vorträge zu halten. Also ich war immer so die da sagt, lieber nicht. Ja. Aber ja, ich kann es ja nicht ändern, dass ich jetzt im Mittelpunkt stehe, was das angeht. Denn durch Tourette zieht Julia ständig die Aufmerksamkeit auf sich, so wie jetzt. Ist das zum Beispiel jetzt sowas? Gut, wir haben auch Corona und so, aber wenn du an so einer Ampel stehst und Leute stehen da, stellst du dich dann eher ein bisschen weiter weg? Ja, schon. Ja. Hast du das schon mal erlebt, dass du was gesagt hast und Leute dachten, das wäre echt, sag ich mal? Ja, aber meistens schauen die Leute einen einfach nur an und denken sich so, hä? Und das war's eigentlich. Aber da kommt niemand und fragt dich so, hey, warum hast du das gerade gesagt? Okay. So bisher. Also ich hoffe, das bleibt so. Merkst du kurz vorher, dass ein Tick kommt? Also nicht immer, aber meistens schon. Da hat man so ein leichtes Druckgefühl im Inneren. Ja. Ja. Ist das so ein bisschen wie wenn man niesen muss? Ja, so in etwa. Hat auch so eine innere Anspannung generell oft. Julia sagt, dass sie es am besten findet, wenn man ihre motorischen Ticks, also unfreiwillige Bewegungen oder Grimassen, einfach ignoriert. Und was würdest du sagen? Bares für Rares. Hier ging es nicht anders. Ich musste einfach lachen. Julia sagt, bei vokalen Ticks ist das manchmal auch völlig in Ordnung, vor allem wenn sie selbst mitlacht. Manchmal finde ich irgendwie die Ticks auch super kreativ irgendwie. Nein. Es ist schon verrückt, oder? Denkst du auch manchmal, wie kam ich da jetzt drauf? Ja, schon. Tourette ist eine Krankheit, die für viele manchmal einfach lustig wirkt. Und auch YouTube-Kanäle wie Gewitter im Kopf haben in ihrer Kanalinfo stehen, dass sie sich für einen humorvollen Umgang mit der Krankheit einsetzen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Fahrkarte, bitte. Mörder! Sie beide? Genau, wir beide. Okay. Gerne. Jan sitzt ab heute wohl doch nicht mehr vorne. Penis! Was wolltest du noch kaufen? Ein Arsch! Ein Schuhregal. Einerseits helfen solche Channels, über die Krankheit aufzuklären. Andererseits habe ich das Gefühl, dass Tourette in der Öffentlichkeit durch solche Videos manchmal auch auf die vokalen Punchlines reduziert wird. Und viele vergessen dabei einfach, dass sie Ausdruck einer unheilbaren Krankheit sind. Was unterscheidet dich? Was machst du anders? Genau, was machst du anders als Gewitter im Kopf? Oh, ich krieg das gar nicht hin. Dass Tourette so logisch auf Situationen reagieren kann, habe ich vor dem Dreh nicht gewusst. Julia erklärt mir, dass das in ihrem Fall aber häufig passiert. Gerade dann fällt es mir schwer, die Aussagen nicht ernst zu nehmen. Denn auf eine gewisse Weise hat Julias Tourette ja auch recht. Ich habe bei der Frage ganz schön herumgedruckst. Der Fokus, der ist halt bei mir nicht auf dem Tourette, obwohl Tourette eine große Rolle spielt. Aber ja.
Julia erzählt mir, dass es ihr darum geht zu zeigen, dass ein normaler Alltag auch mit Tourette möglich ist. Hör auf mich zu filmen. Okay. Wir filmen einfach. Ja. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schüchtern. Hi Leute, ich bin's wieder, Julia. Und heute bin ich nicht alleine da, sondern heute ist auch noch Caroline von der Gröben vom Y-Kollektiv dabei. Für das Video heute hat Julia Aussagen über Tourette gesammelt und wir beide stimmen ab, ob wir zustimmen oder nicht. Dass hier übrigens Stimme nicht du steht, ist mein Fehler. Heute Morgen war ich noch ganz schön überfordert und abgelenkt von Julias Ticks. Mal sehen, wie viele Vorurteile ich habe. Mit Tourette kann man gar nicht mehr lügen. 1, 2, 3. Ja, ich hätte jetzt auch, genau, ich hätte gedacht, dass man schon noch lügen kann. Also im Sinne von, ich glaube, was auch schwer für Außenstehende manchmal ist, dass man so das Gefühl hat, dass was das Tourette sagt, dass das quasi du sagst. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht so, oder? Nee. Vielleicht kommt das auch noch. Ja. Aber was ich mich gefragt habe, ist es denn so, oder ist dir das schon mal passiert, oder würde das passieren, dass man vielleicht mal ein Geheimnis ausplaudert auf Tourette? Ja, es kann sein, aber eigentlich nicht. Oft ist es ja auch so, wenn man was gefragt wird und man antwortet im Tourette mit Nein, heißt das nicht, dass man wirklich Nein sagen würde. Und das heißt auch nicht, dass man sonst lügen würde. Ja. Deswegen, ja, ich kann noch lügen. Sehr gut. Es ist eben nicht ganz leicht, Worte, die aus Julias Mund kommen, von ihr als Person zu lösen. Genau aus diesem Grund geben Betroffene ihrem Tourette Namen. Und dann sage ich einfach, ja, es war der Gerald, so nenne ich meinen Tourette. Und dann wissen alle Bescheid und wissen, okay, das hat gerade das Tourette gesagt und nicht Julia. Und da kann man das gut abgrenzen. Aber natürlich hat das auch Nachteile, weil viele Leute ja auch da ein Missverständnis dadurch bekommen, dass das Tourette eine eigene Persönlichkeit ist, was es ja nicht ist. Weißt du eigentlich vorher, was du jetzt sagen wirst? Also kurz vorher? Nee. Ach, krass. Also ich weiß meistens, wenn ich es irgendwie unterdrücke, ein bisschen und dann rauslache, dann weiß ich, was gesagt wird. Oder wenn ich es halt unterdrückt habe, erfolgreich, weiß ich, was es gesagt hätte. Was? Echt? Ja, also nicht immer, aber manchmal kommt es auch so. Ja. Verrückt. Das kann man sich wirklich, das ist so schwer, sich vorzustellen irgendwie. Frustriert das manchmal, dass Leute das nicht, dass egal wie man es sich denkt, dass die das so nicht richtig nachempfinden können? Oder ist es eigentlich egal? Ja, also ich finde es schon schade einfach, dass man halt einfach falsch eingeschätzt wird, was das angeht. Also, dass ich sozusagen auf Grundlage meiner Ticks bewertet werde, anstatt halt auf meiner wahren Persönlichkeit. Ja, stimmt, weil wahrscheinlich... Zitter. Oh! Jetzt haben wir ja aber auch ein Pech. Jetzt haben wir was. Ja, ansonsten würde ich sagen, hoffe ich einfach, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, cool, dass ich da sein durfte. Warum Betroffene vor allem Beleidigungen von sich geben, ist übrigens nicht ganz geklärt. Man geht aber davon aus, dass durch Tourette vor allem die Wörter ausgesprochen werden, die besonders stark unterdrückt werden. Und das sind eben häufig Beleidigungen. Julia und ich haben uns vor unserem Dreh überlegt, was wir gemeinsam machen wollen. Und sie hat mir einen ziemlich mutigen Vorschlag gemacht. Sie hat angeboten, gemeinsam mit uns zum ersten Mal seit ihrer Tourette-Diagnose ins Restaurant zu gehen. Ich bin mega gespannt, wie das wird. In Dresden braucht man einen tagesaktuellen Corona-Test einer offiziellen Teststelle. Achso, danke. Ist Corona-Test was Stressiges für dich? Ja. Ich habe schon ein bisschen Panik. Ach echt? Okay. Also eine leichte. Haben Sie schon mal so einen Test machen lassen? Ja. Sie wissen also, wie es geht. Ich brauche Ihnen nichts erklären. Oh. Ja. Schnipsen bedeutet was bei Ihnen? Tourette. Ah, okay. Gut. Ja. Dann möglichst ruhig sitzen bleiben. Genau. Ruhig ein- und ausatmen, Kopf schön gerade lassen. Wenn Sie bereit sind, bin ich auch bereit. Ja, und rechts würde ich sagen. Gerne. Okay. Gut, dann Kopf gerade lassen. Genau. Dann geht's los. Nein!
Beim Testen wird mir nochmal klar, wie viele alltägliche Situationen durch Tourette komplizierter werden. Julia sagt zum Beispiel, dass sie sich nur schwer konzentrieren kann, weil sie ständig von ihrem Tourette gestört wird. Beim Schlafen hat Julia aber keine Tics und auch morgens kaum. Ich bin jetzt schon 5 Stunden mit Julia unterwegs und im Vergleich zu heute Morgen fühle ich mich auch ein bisschen sicherer im Umgang mit Julias Gerald. Wir gehen in ein Restaurant, das Julia auch vor ihrer Diagnose gern gegangen ist. Ich wünsche mir total, dass dieses erste Mal eine gute Erfahrung für sie wird. Aber man weiß ja nie, schließlich ist Tourette unberechenbar. Ich würde einmal die Pappardelle Mamma Mia nehmen. Ja, danke schön. Für mich die Raviole pure Sünde. Ja. Hätten Sie gerne auch Lachs dazu? Nee, danke. Nein, danke schön. Dieser Tick beim Bestellen ist fast der einzige während unseres Restaurantbesuchs. Und ich finde zum Beispiel jetzt auch gerade, ich meine, ich will jetzt... Ja, du willst mich triggern. Genau, das wollte ich tatsächlich sagen. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, das ist auch ganz in Ordnung, oder? Ja. Also wie gesagt, es gibt ja immer so ein paar Phasen am Tag, da ist es nicht so schlimm und da ist eigentlich okay. Aber man hätte jetzt ja auch denken können, oder ich hätte gedacht, vielleicht, wenn wir jetzt hinkommen, dass das eher so eine Stressphase ist und es irgendwie schlimmer wird. Aber also es macht einen sehr smoothen Eindruck gerade. Wie fühlst du dich denn? Also eigentlich ganz gut. Sehr gut. Wollte ich eigentlich. Irgendwie eine schöne Lektion. Klar, Tourette ist scheiße. Aber das heißt nicht, dass man sich damit total einschränken muss. Ins Restaurant gehen, auch mit Gerald kein Problem. Zum Schluss holen wir uns noch einen Kaffee. Mich hat der Tag nachdenklich gemacht. In Filmen und auf YouTube habe ich manchmal über Tics gelacht. Wie ernst die Krankheit aber wirklich ist, habe ich mir vorher nicht so richtig klar gemacht. Viele andere offenbar auch nicht. Also ich habe schon öfter gehört, dass Leute sagen, ja, ich hätte auch gern Tourette, weil das ist ja so witzig. Also zumindest so in Kommentaren mal bei anderen Leuten gelesen. Und ich dachte mir dann so, ist das dein Ernst? Also das fand ich schon wirklich, nein. Also unfassbar eigentlich. Es ist auch unfassbar. Ja. Wer Tourette auf so eine Weise kleinredet, muss sich klar machen, wen er damit verletzt. Die tagtäglich mit Tourette leben müssen. Ja, also bevor ich selber die Diagnose hatte, dachte ich auch so, das wird mich nie irgendwie treffen. Und das ist so total die krasse Krankheit. Und wie kann man damit überhaupt leben? So, das waren so meine Gedanken. Und dann habe ich es halt selber bekommen und irgendwie muss man ja damit leben. Man muss ja irgendwie lernen, damit umzugehen. Also ich würde nicht sagen, dass ich es jetzt zu 100% verarbeitet habe und so komplett damit klarkomme, aber ich würde sagen, ich bin da auf dem Weg dahin, was das angeht. Es gibt Verhaltenstherapien und Medikamente, die dafür sorgen sollen, dass die Tics weniger werden. Julia hat noch nichts gefunden, was für sie funktioniert, aber sie will weitersuchen. Mein Tourette gehört halt zu mir. Aber mögen tue ich es trotzdem nicht. Also ich würde es halt gerne einfach loswerden. Das ist halt immer noch so. Und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, was das angeht. Ich bin heute losgezogen, um herauszufinden, wie es ist, wenn man plötzlich Tourette bekommt. Dabei ist mir vor allem eins klar geworden. Wie sich das wirklich für Tourette-Erkrankte anfühlt, kann man als Nicht-Betroffene nicht nachempfinden. Aber man kann sich damit auseinandersetzen, wie man am besten mit Tics umgehen sollte, um Betroffene ernst zu nehmen und ihre Krankheit nicht einfach wegzulachen. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Tics gemacht oder kennt Menschen, die von Tourette betroffen sind oder seid es vielleicht selbst? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und schaut euch auch das Video von Psychologie an. Da wird der Frage nachgegangen, warum Tourette-Erkrankte Schimpfwörter sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.